Hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir machen uns auf den Weg nach Andenes und freuen uns auf die Walsafari und fahren weiter nach Henningsweer. Nach einer Nacht, die uns mehr an eine Achterbahnfahrt erinnert als an erholsamen Schlaf, machen wir uns tapfer auf den Weg nach Andenes. Dieses Mal haben wir beschlossen, eine Walsafari zu machen. Es ging über die E10 in Richtung der Insel Andøya, wo sich der Ort Andenes befindet. Auf dem Weg dorthin spielte das Wetter nicht mit. Es goss aus Eimer und der Wind wurde immer schlimmer. Unsere Laune wurde zunehmend schlechter, denn es war uns bereits klar, dass es heute wieder mit den Boottour nichts wird. Nachdem wir in Andenes angekommen waren, machten wir uns zunächst auf den Weg zum Wohnmobilstellplatz. Dort standen nur ein paar Wohnmobile. Außerdem hatten wir bereits das Schlimmste gesehen. Beide Boote lagen im Hafen. Es fiel uns schwer, nicht in Tränen auszubrechen. Aber noch mehr Wasser brauchten wir nicht. Trotzdem gingen wir zum Hafen, in der Hoffnung, dass es vielleicht am nächsten Tag möglich wäre. Leider war dies erfolglos. Wir erklärten dann, dass wir bereits zum zweiten Mal hier waren und es bisher nicht geklappt hatte. Daraufhin holte sie einen Guide, der uns eine Privatführung durch das Museum gab. Er hat uns in aller Ruhe sehr viel über die Wale erklärt. Natürlich auf Deutsch und alle unsere Fragen beantwortet. Es hat uns sehr gut gefallen und wir konnten unsere Traurigkeit über die verpasste Tour schnell vergessen. Der Höhepunkt war dann am Ende das riesige Skelett eines Pottwals, das dort ausgestellt war.
Draußen haben wir noch kurz das Boot besichtigt, aber leider durften wir nicht an Bord gehen. Zufrieden und mit viel mehr Wissen über die Wale machten wir uns auf den Rückweg zum Wohnmobil. Die nächste Aufgabe bestand darin, einen ruhigen Stellplatz zu finden, an dem wir nicht die ganze Nacht hindurch durchgeschüttelt werden. Nach einer schlaflosen Nacht sind wir morgens zeitig aufgestanden, denn wir planten, nach Henningswehr zu fahren, um dort zu angeln. Don hatte noch Arbeit mit den Schafehüten und die Schafe ließen Don auch nicht aus den Augen. Don guckt dumm, Schafe gucken dumm. Don guckt noch immer dumm. Schafe gucken auch noch immer dumm. Es ging entlang der wunderschönen Küste mit rauen Bergen und schönen Fjorden. Unterwegs hielten wir noch an einen schönen Aussichtspunkt an, um uns die Füße zu vertreten. Hier ließen wir die Drohne steigen und genossen die wundervolle Aussicht. Weiter ging es über die E10, bis wir irgendwann links auf die 816 abbogen. Diese Straße verlief direkt neben die Küste und war an mancher Stelle sehr schmal. Aber der Ausblick ist einfach atemberaubend.
Vor der Brücke nach Hennigveer sind wir auf dem Parkplatz am Straßenrand angehalten und sind sofort mit die Angelroute losgezogen. Bis auf ein paar kleine Fische war nichts zu sehen. Nach einer Weile haben wir aufgegeben. Aufgrund des starken Windes war es unmöglich, die Köder weit hinauszuwerfen. Die einsetzende Abenddämmerung bescherte uns noch ein paar schöne Bilder und wir genossen diesen Moment. Schließlich schlossen wir den Abend zufrieden ab. Im nächsten Video besuchen wir das Wikingermuseum, gehen nach Eggum, wo wir Seeadler sehen, und setzen unsere Reise entlang der Küste nach Hauklang Beach fort. Am darauffolgenden Tag besuchen wir Nussfjord, sehen erneut einen Seeadler, probieren die leckeren Zimtschnecken in und übernachten in Rheine. Dort schließen wir den Abend mit einem köstlichen Abendessen in einem kleinen, rustikalen Restaurant ab. Vielen Dank vom Schauen und bis zum nächsten Mal.